Ich habe seit ein paar Tagen hier auf meinem Kanal 2000 Abonnenten stehen. Und da ich erst im Frühjahr die 1000 Abonnenten geschafft hatte, freut mich das ganz besonders, dass in dieser relativ kurzen Zeit, für unsere kleinen Kanäle zumindest, sich diese Zahl hier schon verdoppelt hat. Und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei all denen, die sich hier meine Videos immer wieder reinziehen, sich das immer wieder antun und mir das Gefühl geben, beziehungsweise die Bestätigung geben, dass das Ganze nicht ganz so falsch ist und die Videos hier dann doch relativ gut ankommen. Ich möchte mich bedanken mit einer kleinen Dampflokparade, alle Dampflokomotiven, die ich jetzt im Laufe der Zeit dazu bekommen habe, hier mal komplett vorstellen. Ursprünglich war für meine Notanlage eigentlich gar keine Dampflokomotiven gedacht, deswegen habe ich eigentlich auch gar nicht so viele zusammenbekommen, aber im Laufe der Zeit ist das eine oder andere Modell dann doch bei mir hier im Regal gelandet. Die meisten Dampflokomotiven sind analog und ich habe mal versucht, hier möglichst viel auch auf die Schiene zu bringen und sie gleichzeitig fahren zu lassen. Und es gar nicht so einfach war, hier die Kombination zu finden, wo die eine oder andere Dampflokomotive dann nicht, weil sie zu langsam war, rausgeschubst wurde, beziehungsweise einfach hinterhergeschleift wurde. Ich habe das geschafft, bis zu 7 Lokomotiven auf einem Stromkreis, allerdings haben dann die Transformatoren nicht mehr mitgemacht und nach 2-3 Runden abgeschaltet. Und im Endeffekt habe ich es also jetzt fertig bekommen, im Innenkreis 5 Lokomotiven gleichzeitig fahren zu lassen und auf dem äußeren 4. Das Ganze macht hier richtig Rabatz und Radau auf meinen alten M-Gleisen. Und es riecht hier auch so ein bisschen nach dem alten Öl, weil die eine oder andere Lokomotive dann doch noch so einen Rest von dem alten Märklin-Öl drin hat. Und es ist so ein bisschen hier das Eisenbahnfahren, wie es damals in meiner Jugend war. Bei der Vorstellung der Lokomotiven gehe ich jetzt einfach nach den Nummern und wir fangen ganz einfach hier vorne an mit der Nummer 3000. Die 3000 von Märklin, die Baureihe 89, ich denke, es kennt sie jeder. Irgendwann hat sie jeder mal eine Anfangspackung gehabt oder sie sich einfach dazu gekauft. Mir wurde sie angeboten damals hier für 10 €. Da konnte ich nicht Nein sagen. Es ist bei mir die 9. Variante und diese wurde gebaut von Märklin ab 1971 bis 1996. Als nächstes haben wir die 3003, die Baureihe 24, dürfte auch jeder kennen. Mein Karton ist von 1969, die Lokomotive müsste aber 67 oder 68 sein, wahrscheinlich die 6. Variante. Konnte das nicht genau rausfinden, habe aber noch eine zweite Variante von der 3003, deswegen hier kurz die Besonderheiten. Das heißt, wir haben vorne auf den Vorlaufrädern noch 6 Speichen, haben an der Seite neben dem Kessel den Handschalthebel, die Antriebsachsen haben alle noch die kleinen Gegengewichte und hinten der Tender hat in der Variante noch Speichenräder. Dann haben wir hier meine zweite 3003 oder Baureihe 24 und diese hat jetzt vorne 9 Speichen. In den Vorlaufrädern hat die mittlere Treibachse mit einem großen Gegengewicht, der Handschalthebel an der Seite fehlt und hinten der Tender hat dann Scheibenräder. Müsste gebaut worden sein 1977 und das sollte die 11. Variante von der Baureihe 24 sein. Als nächstes haben wir die Baureihe 23 von Märklin, die 3005. Das ist eine meiner neuesten Lokomotiven, die ich hier habe ich vor 3 oder 4 Wochen erst bekommen. Das müsste von Märklin die 8. oder 9. Variante sein und Baujahr müsste 1969 sein. Dann haben wir eine 3082, eine Baureihe 41 von Märklin. Gehört nicht unbedingt zu meinen Lieblingslokomotiven, weil mir die 5-achsigen Güterzuglokomotiven eigentlich besser gefallen als diese 4-achsigen. Es handelt sich hier um die 2. Variante, gebaut von 1978 bis 1981. Die Lokomotive hat sogar einen Rauchgenerator und sie wurde mir damals verkauft für 35 € als defekt. Ich habe mir gedacht, für 35 €, das kriegen wir auf jeden Fall wieder hingebastelt. Und als die Lokomotive dann hier ankam, stellte sich heraus, dass der Vorbesitzer versucht hatte, nochmal 2 weitere Haftreifen auf andere Achsen aufzubringen. Dadurch, dass diese Achsen aber nicht für die Haftreifen vorgesehen sind, also keine Vertiefung haben, haben die sich natürlich dann in die Gestänge gesetzt und die Lokomotive ist nicht gefahren. Ich habe euch das hier auf den beiden Bildern mal kenntlich gemacht mit dem grünen Pfeil. Ich hoffe, man kann das erkennen. Ich habe die Haftreifen dann natürlich einfach rausgeschnitten und rausgenommen. Die Lokomotive fuhr ab dann völlig problemlos. Und die Lok hat sich dann wohl gedacht, naja, das war jetzt zu einfach, sie sollte ja eigentlich defekt sein. Ist dann tatsächlich während meiner Aufnahmen hier zum Video eine Außenmutter vom Gestänge abgefallen. Ich habe sie versucht hier mal auch zu filmen. Ich hoffe, man kann das erkennen. Die Lokomotive hat kurz blockiert während der Aufnahme und dann sprang diese Mutter ab. Glücklicherweise ganz hier vorne am Bahnsteig. Wenn es irgendwo am anderen Teil der Anlage passiert wäre, wäre sie wahrscheinlich einfach weg gewesen. Also hier hatte ich nochmal Glück im Unglück und ich muss mich jetzt nochmal mit der Lokomotive näher beschäftigen.
Dann kommen wir hier zu 3087, kleine Länderbahnlokomotive. Diese stammt aus der Packung 2900, wurde gebaut von 1986 bis 1988 und ich hatte sie euch letztens schon mal gezeigt, als ich diese 2900er Anfangspackung vorgestellt habe. Dann haben wir hier nochmal das gleiche Modell. Diesmal ist es wahrscheinlich eine Brimex 3197, die der Vorbesitzer hier wohl umlackiert hat. Hatte ich euch auch schon mal gezeigt. Und das ist dann eine der wenigen Brimex-Lokomotiven, die ich hier habe. Dann haben wir als nächstes eine 3093, eine Baureihe 18. Hier die zweite Generation, gebaut von 1977 bis 1987. Diese hat auch einen Rauchgenerator eingebaut. Der spricht allerdings erst an, wenn man mehr oder weniger schon Höchstgeschwindigkeit fährt. Ich habe auch schon mal versucht, die Kontakte hier zu verändern und das Ganze ein bisschen zu optimieren, hat aber gar nichts gebracht. Und die Lokomotive dampft im Grunde genommen nur bei voller Fahrt und das ist eigentlich keine normale Geschwindigkeit mehr, sodass der Rauchgenerator hier ein netter Gimmick ist, aber bei mir auf der Anlage nicht wirklich funktioniert. Dann haben wir hier dreimal die 3095 von Märklin, die Baureihe 74. Die hinteren beiden sind die dritte Variante, gebaut von 1977-78 und die vordere der drei Lokomotiven ist die vierte Variante, die neuere. Diese wurde gebaut von 1978 bis 2003. Und das sind deswegen 3 Lokomotiven, weil ich mir die hinteren beiden gekauft habe, um eigentlich mal eine Garrett-Lokomotive draus zu bauen. Bin aber noch nicht so ganz schlüssig, wann ich das hier überhaupt auf die Reihe kriege und in die Wege leite. Wahrscheinlich wird das erst passieren, wenn wir hier wirklich umgezogen sind und ich Zeit und Platz zum Basteln habe. Deswegen habe ich hier schon mal sozusagen 2 Reservelokomotiven, die früher oder später wahrscheinlich dann auseinandergenommen bzw. umgebaut werden. Jetzt haben wir hier noch eine 3099, die Baureihe 38 von Märklin. Hier in der zweiten Variante, gebaut von 1977 bis 1987. Und das ist eine der wenigen Lokomotiven von Märklin, die Haftreifen auf den vorderen Treibrädern haben, weil der Motor hier vorne sitzt und das ganze Fahrgestell vorne wahrscheinlich schwerer ist. Von den Fahreigenschaften her merkt man keinen großen Unterschied, also scheint es von Märklin ganz gut gelöst zu sein. Und dann gibt es noch eine weitere Variante der Baureihe 38 und zwar die Orient Express Version, die auch von Brimex rausgebracht wurde, aus dem kompletten Paket, die 2701 mit 3 Orient Express Personenwagen, damals produziert von Märklin in 1988. Als nächstes haben wir da eine Baureihe 50 mit Kabinentender, die 3684 von Märklin. Diese ist auch schon ausgestattet mit einem Rauchgenerator. In der zweiten Variante, hier gebaut von 1987 bis 1995. Und das ist eine der wenigen Dampflokomotiven, die schon von vornherein digital waren, während der Großteil der anderen Lokomotiven ja noch analog ist. Und ich werde mir das dann noch überlegen, ob ich da überall mir die Mühe mache, die ganzen Loks auf digital umzustellen oder ob ich Teile meiner dann irgendwann neuen Bahn einfach analog lasse. Denn ich bin mir nicht sicher, ob sich der Aufwand lohnt, die ganzen kleinen Lokomotiven digital umzurüsten. Dann gibt es eine weitere 5-achsige Dampflokomotive und zwar eine 37.159, eine ehemalige Baureihe 52 in der Variante der SZD der sowjetischen Bahngesellschaften. Diese ist dann als einzige hier schon ausgestattet mit einem Hochleistungsantrieb, Märklin Händler Initiative Sondermodell und stammt von 1997. Und das ist jetzt eine Variante mit den 5 Achsen Baureihe 52 oder Baureihe 50, die mir vom Lokomotivtyp her wesentlich besser gefällt als zum Beispiel eine Baureihe 41. Es gab dann noch die eine oder andere Dampflokomotive, die ich auch schon hier hatte, gerade bei den kleineren Tenderlokomotiven, aber alles, was mir vom Fahrverhalten nicht so gut gefallen hat, habe ich in der Zwischenzeit wieder abgegeben, sodass das jetzt erstmal alle aktuellen Dampflokomotiven bei mir hier im Bestand sind. Ich habe die Lokomotiven dann nochmal in den Kombinationen über die Schienen rattern lassen. Das macht hier richtig Rabatz auf diesen Metallschienen und riecht richtig nach dem alten Öl von Märklin. Wie gesagt, so wie man das von früher halt gewohnt war.
Ich danke nochmal euch allen für diese 2000 Abonnenten in dieser relativ kurzen Zeit. Ich danke euch fürs Zuschauen. Demnächst gibt es dann wieder mehr. Und bis gleich.